Wunderbar, ja, dann ein herzliches Willkommen an alle Versammelten von der anderen Seite des Gebäudes. Ich befinde mich hier in einem unserer Hörlabore, wie Sie an dem aufgestellten Lautsprecherring sehen, in dem häufig Hörgerätestudien der Institutionen hier im Haus stattfinden. Aber auch wir nutzen es jetzt und ich möchte Ihnen hier heute einen Einblick geben in den Bereich Produktion und Hörsprache und neurotechnologische Lösungen für diesen Bereich, die wir entwickeln wollen im Rahmen der Förderung, um in der Produktion für mehr Effizienz zu sorgen, Sicherheit zu erhöhen und Ergonomie an Arbeitsplätzen zu verbessern und so ja, für unsere Technologiebereiche die Weichen für den Arbeitsplatz 4.0 zu stellen. Und für diesen Einblick habe ich einen Kunstkopf mitgebracht, den Sie hier neben mir sehen. Ein Kunstkopf ist ja, ein anatomisch korrekt geformter Kopf und Torso, der auch realistisch geformte Ohren hat, wie Sie sehen, und der an der Stelle, wo beim Menschen das Trommelfell sitzt, über ein Mikrofon verfügt. Und so können Sie im Prinzip mich jetzt gerade so hören, wie es der Kunstkopf hört, und zwar auf der linken Seite des Ohres. Und damit kann ich Ihnen jetzt verschiedene Dinge veranschaulichen. Und zum einen möchte ich Ihnen einmal ein Beispiel geben, was heute ein typisches Problem an Lärmarbeitsplätzen ist. Und dafür werde ich einmal gleich auf das rechte Ohr umschalten. In diesem rechten Ohr sehen Sie einen kleinen gelben Knopf. Das ist ein konventioneller Gehörschutz. Und ich werde jetzt gleich einmal Ihnen sozusagen das Audio so übermitteln, wie es durch diesen Gehörschutz kommt. Und Achtung, ich werde gleich ein bisschen schwer zu verstehen sein. Ich schalte jetzt um. Beziehungsweise, dass ich sehr nah an Ihr Ohr gehen muss, damit Sie überhaupt noch eine Chance haben, meine Stimme zu verstehen. Und Sie können sich vorstellen, dass in einer solchen Situation, Sie tragen den Gehörschutz, weil Sie in einer lauten Umgebung sind, die einzige Chance ist, Sie nehmen den Gehörschutz raus, um dann mit Ihren Kollegen reden zu können. Jetzt können Sie widersprechen, aber natürlich sind Sie in dem Moment dann auch nicht mehr geschützt vor lauten Signalen. Und dass beides gleichzeitig geht, möchte ich Ihnen jetzt kurz veranschaulichen. Sie hören jetzt wieder über das linke Ohr und wie Sie merken, können Sie mich gut verstehen. Meine Stimme klingt natürlich und das, obwohl auch dieses Ohr verstopft ist mit einem schwarzen Knopf im Ohr. Und dieser schwarze Knopf im Ohr ist das sogenannte Transparent Earpiece oder transparente Ohrpassstück, das in den vergangenen Jahren an der Uni Oldenburg in seinen Grundlagen entwickelt wurde. Und das verfügt sowohl an der Außenseite, also vor dem Gehörschutz, als auch auf der Innenseite über Mikrofone und auf der Innenseite eben über entsprechende Lautsprecher. Und durch eine kluge Verschaltung kann erreicht werden, dass man sehr genau kontrolliert, was eigentlich durch dieses System hindurchkommt. Und ja, die Grundlagenforschung hat uns eine tolle Plattform bereitgestellt, die darauf ausgerichtet war, Klänge, die von außen kommen, eben möglichst natürlich auf die Innenseite zu transportieren. Und wie Sie hören, klappt das mit der Stimme ganz hervorragend. Und dass das gleichzeitig uns jetzt auch ermöglicht, im Bereich Gehörschutz und Kommunikation am Arbeitsplatz einen unmittelbaren Mehrwert zu erzeugen, veranschauliche ich Ihnen jetzt dadurch, dass ich einmal direkt neben Ihrem Ohr ein sehr lautes Geräusch produziere. Achtung! Ich konnte jetzt dem Videobild entnehmen, dass keiner von Ihnen auf dem Stuhl groß zusammengezückt ist. Glauben Sie mir, hier bei mir im Raum war es gerade sehr laut. Daran konnten Sie sehen, dass jetzt zum einen meine Stimme gut verständlich ist, aber in dem Moment, wo ein sehr lautes Geräusch auftaucht, das eben sehr stark abgedämpft wird. Das heißt, wir haben dort schon eine gewisse Intelligenz und dieses Beispiel, was ich gezeigt hatte, die Notwendigkeit, einen Gehörschutz zu entnehmen, wäre mit diesem System schon mal obsolet. Das ist eine tolle Sache, eine tolle erste Anwendung mit einem ersten Mehrwert. Aber so richtig fangen die spannenden Forschungsfragen für uns hier eigentlich erst richtig an. Denn jetzt, wo wir Technologie am Ohr des Menschen haben, ihn auch dazu motivieren, eben weil er nicht mehr hin und her wechseln muss, die Akzeptanz zu erhöhen, diese Systeme zu tragen, können wir noch viel mehr tun. Wir können die Mikrofone nehmen, um beispielsweise die Technologie von Kollege Wellmann einzusetzen und direkt am Ohr die eigene Stimme abzunehmen, um darauf zum Beispiel Spracherkennung zu machen und Roboter zu steuern am Produktionsarbeitsplatz, wo ich vorher die Hände brauchte. Oder Dokumentationsprozesse in der Produktion effizienter zu gestalten, weil ich nichts mehr manuell eingeben muss. Ich kann auch andere akustische Ereignisse aufnehmen. Das Martinshorn hatten wir schon als Beispiel, aber auch im Produktionsumfeld gibt es relevante Ereignisse. Ich kann Alarmsignale automatisch erkennen und sicherstellen, dass sie auch wirklich ankommen.
Oder mit Insa Wolf zusammen überlegen wir Szenarien und Mehrwerte, die darauf beruhen, dass ich eben an diesem Ohrpassstück noch weitere Sensorik anbringe und vielleicht Vitaldaten eines Arbeiters in der Produktion monitoren kann und damit sicherstellen kann, dass er zu jeder Zeit auch gesund ist, beziehungsweise sobald Probleme auftreten, entsprechend automatisch intervenieren kann. All diese Dinge zeige ich Ihnen gerne bei nächster Gelegenheit. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Einblick bekommen können in unsere Ideen und Visionen für die Produktion der Zukunft auf Grundlage von Neuro- und Audiotechnologien. Und wie Christian Kolmer sagte, für Rückfragen stehe ich dann gerne im Anschluss zur Verfügung. Vielen Dank.